In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der den Gator Oscillator für Handelsentscheidungen nutzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Wir starten Meta-Editor, indem wir auf ein kleines Symbol klicken oder F4 drücken. Das erste, was wir in unserem Code programmieren, ist die Einbindung der Klasse cTrade aus der Standardbibliothek. Diese Klasse bietet vereinfachte Handelsmethoden wie Position Open und Position Modify, die uns helfen, unsere Trades effizienter zu verwalten. Als nächstes instanzieren wir ein cTrade-Objekt mit Standardparametern. Dieses Objekt wird alle Handelsoperationen einschließlich der Positionsverwaltung verwalten. Nun gehen wir zu den Parametern für die Strategiekonfiguration über. Diese Parameter sind in den Eigenschaften des Expert Advisors einstellbar. Wir definieren mehrere Eingabevariablen, beginnend mit Lookback-Bars, die den historischen Bereich für Höchst- und Tiefstwerte angibt. Dieser Wert kann von 1 bis 1000 Kerzen reichen. Dann haben wir Min-Candlespec, das das Mindestalter für ein gültiges Hoch oder Tief festlegt und Werte zwischen 5 und 50 Kerzen zulässt. Trailing Offset ist ein weiterer Parameter, der eine Sicherheitsspanne für den Trailing Stop definiert, die in Punkten gemessen wird und zwischen 1 und 20 liegen kann. Wir definieren auch Parameter für den Gator Oscillator. Jaw Period, Teeth Period und Lips Period stellen die Perioden für die blaue, rote bzw. grüne Linie des Gator Oscillators dar. Jaw Shift, Teeth Shift und Lips Shift sind die Verschiebungen für diese Linien. Als nächstes deklarieren wir globale Variablen und Handles, die den Zustand zwischen den Ticks und den Indikatordaten speichern werden. Wir erstellen eine Integer-Variable für den Gator-Indikator-Handle, Arrays für obere und untere Fraktalwerte und ein Array für OHLC-Kursdaten. Die Experten-Initialisierungsfunktion wird einmal beim Start des Expert Advisors zur Einrichtung des Indikators ausgeführt. In dieser Funktion erstellen wir das iGator-Indikator-Handle mit Hilfe der iGator-Funktion. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol, den Zeitrahmen, die Perioden, die Shifts, den Modus und den Preistyp. Danach konfigurieren wir die Arrays mit der Funktion ArraySetASeries als Zeitreihen. Nun gehen wir zu den Funktionen zur Positionseröffnung über. Die Funktion OpenBuy-Position ist für die Ausführung einer Marktorder für eine Kaufposition zuständig. Sie ruft den aktuellen Ask-Preis mit Hilfe der Funktion Symbol InfoDouble ab und ruft dann die Methode Position Open der Klasse cTrade auf. Zu den Parametern für diese Methode gehören das Symbol, der Auftragstyp, das Volumen, der Preis, der Stop-Loss, der Take-Profit und ein Kommentar. In diesem Fall geben wir eine Positionsgröße von 0,10 an, was bedeutet, dass wir 10 Mikrolots kaufen. In ähnlicher Weise führt die Funktion OpenSell-Position eine Marktorder für eine Verkaufsposition aus. Sie ruft den aktuellen Bidpreis ab und verwendet die Methode Position Open mit denselben Parametern wie zuvor, aber für eine Verkaufsorder. Die Hauptfunktion zur Preisaktualisierung, OnTick, wird bei jedem Tick ausgeführt und enthält die Kernlogik der Strategie. In dieser Funktion rufen wir zunächst mit Hilfe der Funktion CopyRates historische Kursdaten für die Analyse ab. Diese Funktion benötigt Parameter wie das Symbol, den Zeitrahmen, die Startposition, die Anzahl der zu kopierenden Balken und das Array zum Speichern der Daten. Als nächstes laden wir die Gator-Werte aus den Indikatorbuffern mit der Funktion CopyBuffer. Wir erstellen 2 Arrays für das obere und untere Histogramm und kopieren die Daten in diese Arrays. Anschließend überprüfen wir den Status der offenen Positionen. Wir initialisieren eine boolische Variable, um festzustellen, ob es eine offene Position gibt, und eine enum-Position-Type-Variable, um den Typ der aktuellen Position zu speichern. Wir durchlaufen alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge, um die relevanten Positionen zu finden. Für jede Position ermitteln wir die eindeutige Ticketnummer und prüfen, ob sie zu dem aktuellen Symbol gehört. Ist dies der Fall, markieren wir, dass wir eine offene Position gefunden haben und speichern ihren Typ. Jetzt gehen wir zur Trenderkennung und Positionsverwaltung über. Bei einer Kaufbedingung prüfen wir, ob das obere Histogramm von Gator ansteigt
und das untere Histogramm ebenfalls ansteigt, was auf divergierende Kiefer hinweist. Wenn es keine offene Position gibt, rufen wir die Funktion OpenBuy-Position auf, um eine neue Kaufposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Kaufposition gibt, ermitteln wir mit der Funktion iLowest das niedrigste Tief im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieses niedrigste Tief innerhalb der Mindestrückblickkerze liegt und ob der aktuelle Schlusskurs über diesem Tief liegt. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir ein neues Stoppniveau für den Trailing Stop und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Bei einer Verkaufsbedingung prüfen wir, ob das obere Histogramm von Gator abnimmt und das untere Histogramm ebenfalls abnimmt. Wenn es keine offene Position gibt, rufen wir die Funktion Open Sell Position auf, um eine neue Verkaufsposition zu eröffnen. Wenn es eine offene Verkaufsposition gibt, suchen wir mit der Funktion iHighest das höchste Hoch im Rückblickszeitraum. Wir prüfen, ob dieses höchste Hoch innerhalb der Mindestrückblickkerzen liegt und ob der aktuelle Schlusskurs unter diesem Hoch liegt. Wenn beide Bedingungen erfüllt sind, berechnen wir ein neues Stoppniveau für den Trailing Stop und rufen die Funktion Process Trailing Stop auf. Die Funktion Process Trailing Stop ist für die Aktualisierung des Stop-Loss sowohl für Kauf- als auch für Verkaufspositionen zuständig. Für sichere Änderungen gehen wir alle offenen Positionen in umgekehrter Reihenfolge durch. Für jede Position wählen wir sie über ihre Ticketnummer aus und prüfen, ob sie dem angegebenen Positionstyp entspricht und zu dem aktuellen Chartsymbol gehört. Anschließend ermitteln wir den aktuellen Stop-Loss-Wert und aktualisieren ihn auf der Grundlage des Positionstyps. Bei einer Kaufposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level höher ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Bei einer Verkaufsposition prüfen wir, ob das neue Stop-Level niedriger ist als der aktuelle Stop oder ob es keinen Stop-Loss gibt. Schließlich drücken wir F7, um den Code zu kompilieren. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn das funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück in MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor auf dem Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL-Code einen Expert Advisor programmiert, der den Gator Oscillator für Handelsentscheidungen nutzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder.